Amen. Amen. Turn to the book of Isaiah, Gehen wir zum Buch Jesaja. chapter 28. Kapitel 28, Sorry, 24. 24. Die Frage deutet Jesaja 24, Verse 6 bis 13 oder das ganze Kapitel. Wo hat dieser Text Platz in der Bewegung oder das Kapitel? Should I say in English too? So it's Isaiah 24, verses 6 to 13, or the entire chapter. And the question is, where does this chapter, these verses, have their place in the movement? Six to 13. 6 to 13. And the whole chapter, it says. And also the entire chapter. Und das ganze Kapitel, das ist, was es in der Frage sagt. So, without going through all the verses in detail, Ohne jetzt jeden Vers da im Detail durchzunehmen, all I want to just do is make a general comment. möchte ich einfach nur ein generelles Kommentar dazu abgeben. If we went back to a few chapters prior to this, Wenn wir ein paar Kapitel zuvor aufschlagen würden, in Jesaja ein paar Kapitel vor dem Kapitel 24, er hat noch nicht gesagt, wo. if you went back to Isaiah chapter 13, Wenn man zu Kapitel 13 gehen würde, verse 1, Vers 1, it says, the burden of Babylon. da sagt es die Last über Babel. Verse 15, chapter 15, Und dann in Kapitel 15, the burden of Moab. da ist es die Last über Moab. Chapter 17, Kapitel 17, the burden of Damascus. die Last über Damaskus. Chapter 19, Kapitel 19, the burden of Egypt. die Last über Ägypten. Chapter 21, Kapitel 21, the burden of the desert of the sea. die Last über die Wüste des Meeres. Chapter 21, verse 11, Kapitel 21, Vers 11, the burden of Duma. die Last über Duma. Chapter 21, verse 13, Und dann Vers 13, the burden upon Arabia. die Last über Arabien. Chapter 22, the burden of the valley of vision. Kapitel 22, die Last über das Tal der Offenbarung. Chapter 23, Und dann Kapitel the 23, burden of Tyre. die Last über Tyrus. So what you can see, Also was man sehen kann, starting from around chapter 13, wo man ungefähr in Kapitel 13 anfängt, there's this burden da gibt es diese Last, that's leveled or charged against all of these cities or city-states. die gegen die ganzen Staaten oder Stadtstaaten ausgesprochen wird. So the whole backdrop of chapter 24 Der ganze Hintergrund von Kapitel 24 is all about this burden that's coming upon the nations. geht über diese Last, die auf die Nation kommt. And if you were to do research on this term burden, Und wenn man diesen Ausdruck Last betrachtet it's not the only place that it talks about this burden. und recherchiert, dann ist es nicht der einzige Ort, wo es um diese Last geht. Place where I would like to go to define what the burden is Habakkuk chapter 1 verse 1. In Habakkuk Kapitel 1, Vers 1, da würde ich gerne hingehen, um zu schauen, was dieses Wort Last bedeutet. Habakkuk chapter 1 verse 1. Habakkuk 1, Vers 1.
sorry. Lost, where is it? Nahum, Habakkuk, there. It says, the burden which Habakkuk the prophet did see. Das heißt hier, die Last, die der Prophet Habakkuk geschaut hat. So whatever a burden is, Habakkuk is able to see it. Also was auch immer eine Last ist, der Prophet Habakkuk kann es sehen. So we're in Habakkuk, Also wir sind in Habakkuk, chapter 1. Kapitel 1. He sees a burden. Er sieht eine Last. And we've already addressed chapter 1, verse 5 and 6. We already spoke about that. Wir haben bereits über die Verse 5 und 6 aus diesem Kapitel gesprochen. If we jump down to chapter 2, Dann sind wir zu Kapitel 2 gegangen, verse 1, Vers 1. Habakkuk is going to stand upon the watchtower Und dann wird Habakkuk auf die Warte treten, auf den Turm. and he's going to watch to see what is there. Und er wird Ausschau halten, um zu sehen, was da ist. And he will give an answer when he is rebuked or reproved. Und er gibt eine Antwort, wenn er zurechtgewiesen wird. So the people are going to reprove him or tell him off, Also die Leute werden ihn jetzt zurechtweisen and he's going to defend himself. und er wird sich selber rechtfertigen. Verse 2, Vers 2. the Lord answered me and said, Und der Herr antwortete mir und sprach, write the vision and make it plain upon tables. schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein. So the burden of chapter 1 verse 1 Also is die- the vision of chapter 2 verse 2. Also die Last von Kapitel 1, Vers 1 ist die Vision von Kapitel 2, Vers 2. So this burden is a vision. Also diese Last ist eine Vision. We already discussed chapter 1 verse 5 and 6, as I said. That's connected to what this vision is. Kapitel 1, Vers 5 und Vers 6, da haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Das ist hier mit diesem Kapitel verbunden. If you went to Malachi chapter 1 verse 1, Dann sind wir zu Maleachi Kapitel 3, Vers 1 gegangen. no, we'll go to Zechariah chapter 12 verse 1. Wir gehen zu Zacharia 12, Vers 1. Zechariah 12 verse 1 Zacharia 12, Vers 1. says, the burden of the word of the Lord. Da heißt es, dies ist die Last, das Wort des Herrn. And Malachi 1:1 Und Maleachi 1, Vers 1 speaks about the burden of the word of the Lord. It's the Yeah. same phrase. ist der gleiche Satz. Dies ist die Last, das Wort des Herrn. So a burden Also eine Last is a message or a vision. ist eine Botschaft oder eine Vision. Coming back to the question of Isaiah 24, Zurückkommen zu der Frage von Jesaja 24. if you look at the context of Isaiah, Wenn man den Kontext von Jesaja betrachtet, the prophet in his ministry, der Prophet und sein Dienst, if you go to chapter 1 verse 1, it tells you when he's doing his ministry. wenn wir zu Kapitel 1, Vers 1 gehen, da sehen wir, wann er seinen Dienst vollbringt. It's in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz and Hezekiah. Es sind in den Tagen von Amos, Josias, Jotams und Ahas und Hiskias. So that becomes significant. Und das wird jetzt wichtig. Uzziah, Josia, Ahaz, Ahas, Jotham, Jotams Hezekiah. und Hiskias. Now, if we looked at another prophet, Wenn wir einen weiteren Propheten betrachten, let's go to the prophet. Go to the prophet Amos. lasst uns zum Propheten von Amos gehen. The words of Amos, who was among the herdmen of Tekoa, which he saw concerning Israel in the days of Uzziah, king of Judah, and in the days of Jeroboam, the son of Joash, king of Israel, 2 years before the earthquake. Vers 1, dies sind die Worte, welche Amos, der unter den Hirten von Tekoa war, über Israel geschaut hat in den Tagen von Uzziah, dem König von Juda, und in den Tagen von Jerobeam und dem Sohn des Joas, dem König von Israel, 2 Jahre vor dem Erdbeben. So, what we can see here with Amos, Also was wir hier in Amos sehen können, his ministry is in the same time as Isaiah's, it's in the reign of Uzziah. ist sein Dienst ist zur gleichen Zeit wie die von Jesaja. Es ist in den Tagen Uzias, But it also adds
Aber es gibt uns auch noch, who the king in the north is, Jeroboam. es zeigt uns, wer der König im Norden ist, nämlich Jerobeam. We can see that connection. Wir können diese Verbindung sehen. So we know that this is Jeroboam. Also wissen, hier ist auch Jerobeam. If we did some more research, Wir könnten noch mehr recherchieren. we would find Dann würden wir sehen, that the king who's reigning in the north when Hezekiah is there Dass der- is Hoshea. dass der König, der zur Zeit Hiskias im Norden regiert, war Hosea. And if you count the number of kings that are involved here, Und wenn wir die Zahl der Könige, die hier involviert sind, zählen würden, there are 7 kings. sehen wir, dass es da 7 Könige gibt. 7 kings of the north 7 Könige des Nordens and 4 kings of the south. und 4 Könige im Süden. So this relationship between 4 and 7 is important for us to see. Also es ist wichtig, diese Verbindung zwischen 7 und 4 zu sehen. If we go down history a little bit Wenn wir weiter in der Geschichte ein bisschen weitergehen. and we went to Hezekiah's son Manasseh Und wir gehen zu Hiskias Sohn Manasse and all the way to Zedekiah, und dann bis zu Zedekia, what you would see is also 7 kings. dann würde man auch wieder 7 Könige sehen. And it's this history here Und das ist diese Geschichte hier, that's connected to Leviticus 26 that we spoke about earlier. die mit der Geschichte verbunden ist, über die wir vorher gesprochen haben, nämlich der 3. Buch Mose 26. In Leviticus 26, Und im 3. Buch Mose it talks 26, about 4 punishments. da spricht es über 4 Bestrafungen, 7 times die 7 Mal. is going to occur in a sequence of 4. Also diese 7 Mal wird 4 Mal in der Reihenfolge aufkommen. So we have this 4-7 combination Also wir haben diese twice. 4-7-Kombination zweimal. So when we come to the book of Isaiah chapter 24, sorry, Also wenn wir zu Jesaja Kapitel 24 gehen, talks about the desolation of the earth. da spricht es über die Zerstörung der Erde. What we want to see Und was wir sehen wollen, is that this is talking about an impending judgment that's coming upon God's people. ist, dass es handelt über ein Gericht, das über Gottes Volk kommt. You can see that in verses 1 to 4. Man kann das in den Versen 1 bis 4 sehen. If you go to verse 5, Wenn man zu Vers 5 geht, it says, the earth is defiled under the inhabitants thereof, because they have transgressed the law, changed the ordinance, broken the everlasting covenant. denn das Land liegt entweiht unter ihren Bewohnern, denn sie haben die Gesetze übertreten, die Satzungen abgeändert, den ewigen Bund gebrochen. Therefore the curse has devoured the earth. Darum hat der Fluch das Land verzehrt. So all I want to just say is, simply put, Alles, was ich sagen möchte, ist ganz einfach. these series of visions or prophecies concerning all of these nations Die Serie von diesen ganzen Prophezeiungen über diese Nation are all connected with the punishment that comes upon the nations. sind alle mit der Strafe, die auf die Nation kommt, verbunden. It comes in different order. Und es kommt in unterschiedlicher Reihenfolge. So having spoken about the destruction of all these people, Also wenn wir über die Zerstörung all dieser Leute gesprochen haben, then it speaks about the impending judgment that's going to come upon God's people. dann spricht es jetzt über das Gericht, das noch aussteht, das auf Gottes Volk kommen It's going to soll. happen in 2 steps. Und das passiert in 2 Schritten. There's a destruction that's going to happen here Da gibt es die Zerstörung hier for the northern tribes für die Nordstämme and a destruction that's going to happen here und die for the Zerstörung, southern tribes. die hier für die Südstämme stattfinden wird. So the destruction that's mentioned in chapter 24, Also die Zerstörung, die in Kapitel 24 erwähnt wird, speaking about the punishment of God's people spricht über die Strafe an Gottes Volk, as they go into captivity. während sie in die Gefangenschaft eingehen. Jesaja. So when we start thinking about these 2 histories, Wenn wir über diese 2 Geschichten nachdenken, we'll see that one of them teaches wir sehen, dass eine davon lehrt, when you go into captivity, dass wenn man in die Gefangenschaft eingeht, you're totally destroyed and absorbed into the foreign nation. dass man total zerstört wird und von den Nationen absorbiert wird, eingenommen wird.
And it also tells for this group, the southern group, Und es erzählt uns auch, dass diese südliche Gruppe, that when you go into captivity, dass wenn man in die Gefangenschaft eingeht, you end up becoming redeemed. dass man erlöst wird. You hold on to your identity. Man hält an seiner Identität fest. So we can take those two stories, Also wir können diese zwei Geschichten nehmen, which are both connected to captivity, die beide mit der Gefangenschaft verbunden and we sind, can apply them into our own und wir history. können sie in unsere Zeit anwenden. The question was asked, Die Frage wurde gefragt, what does this text have to do with our history? was hat dieser Text mit uns zu tun in unserer Geschichte? The passage is dealing with the captivity of God's people. Die Passage handelt von der Gefangenschaft Gottes. In some stories, In ein paar Geschichten this one here, hier, it's dealing with captivity from which you are totally destroyed, annihilated. da geht es um die Gefangenschaft, wo man komplett zerstört wird und nicht mehr hergestellt wird. This story, Diese Geschichte, this captivity, this punishment, diese Strafe, die Gefangenschaft, you do end up going to captivity, but you retain your identity and you come out. man geht in die Gefangenschaft ein und man behält aber seine Identität und kommt auch wieder raus. So, a simple example, Ein einfaches Beispiel. the Sunday law history Die Sonntagsgesetzgeschichte can be identified as God's people being taken into Babylonian captivity. kann aufgezeigt werden, dass es so ist, dass Gottes Volk hier in die babylonische Gefangenschaft geführt wird. When the church goes into captivity during the Sunday law period, Und während der Sonntagsgesetz-Zeitperiode, während die Gemeinde da in diese Gefangenschaft geht, will it ever recover? wird es sich jemals wieder erholen? No. Nein. So that's what this story would teach. Das ist, was diese Geschichte hier oben lernen würde. After the great disappointment of October 22nd, 1844, Nach der großen Enttäuschung vom 22. Oktober 1844 God's people went into a Laodicean condition ist Gottes Volk in einen laodizianischen Zustand eingetreten in 1850. im Jahre 1850. They went into a compromise with the world. That's what Laodicea means. Da sind sie einen Kompromiss mit der Welt eingegangen. Das ist, was Laodicea bedeutet. 13 years later, they went into captivity. 13 Jahre später gehen sie dann in die Gefangenschaft ein. 1850, 1850, 1863. 1863. They go into a Laodicean condition here. Sie gehen hier in laodizianischen Zustand ein. And this continues all the way through. Und das geht den ganzen Weg hindurch. The first part of this Laodicean condition Der erste Teil dieser laodizianischen Zustandes is God's people going into a worldly condition, ist, dass Gottes Volk in einen weltlichen Zustand da eintritt. compromise with the world. Sie gehen Kompromisse mit der Welt ein. So the first portion of this Laodicean condition Und dieser erste Teil des laodizianischen Zustands is the condition of Pergamos, ist der Zustand von Pergamos, compromise. Kompromiss. And Pergamos Und dann Pergamos is church number 3, ist die Gemeinde Nummer 3, followed by church number 4, das von der Gemeinde Nummer 4 gefolgt wird, Thyatira. Thyatira. So in this Laodicean condition, we go through two experiences: Also in diesem laodizianischen Zustand gehen wir durch zwei Erfahrungen hindurch. compromise Der Kompromiss and punishment, und Strafe. or what we might call captivity. Oder was wir auch Gefangenschaft nennen können. So you compromise, you get punished. Man tut einen Kompromiss eingehen und man wird dann bestraft. This punishment lasts for 126 years. Und diese Strafe dauert für 126 Jahre. Brings you to 1989, Es bringt uns dann zu 1989 and we come out und wir kommen heraus of her, aus ihr or captivity. oder aus der Gefangenschaft. So this story here Also diese Geschichte hier would teach that when you go into captivity, you can be rescued from this captivity. You can come out. dass man aus dieser Gefangenschaft wieder herauskommen kann. If you go into chapter 25, Wenn man zu Kapitel 25 geht, you can show that there's a history that speaks about the coming out or restoration of God's people. dass man
in diesem Kapitel wird aufgezeigt, wie Gottes Volk wiederhergestellt werden kann, wie man aus der Gefangenschaft rauskommt. So that's a brief overview of Isaiah 24. I'm not sure whose question that was. Ich weiß nicht, wem seine Frage das war, aber es war ein kurzer Überblick über Kapitel 24. We can apply that chapter Wir können dieses Kapitel anwenden to the captivity of God's people. auf die Gefangenschaft von dem Volk Gottes. Sometimes they recover, Manchmal kommen and sie da wieder, sometimes they don't. manchmal kommen sie da wieder raus und manchmal nicht. Next question. Nächste Frage. When we study as Miller studied, Wenn wir so studieren, wie Miller es studiert hat, do we not get the same wrong result as he did? tun wir dann nicht das gleiche falsche Verständnis bekommen wie er? So this question Diese Frage is referring to a Spirit of Prophecy quote bezieht sich auf ein Zitat von Ellen White. It's taken from Review and Herald, Review and Herald, chapter 25. Chapter, Oh, Review and Herald, November 25th, den 1884, 25. November 1884, paragraph 23. Der 23. Paragraph. Those who are engaged in proclaiming the third angel's message are searching the scriptures upon the same plan as Father Miller adopted. In the little book entitled Views of the Prophetic Prophecies, the Views of the Prophecies and Prophetic Chronology, Miller gives the following but simple rules. She lists the first 5. Diejenigen, die teilhaben an der Verkündigung der dritten Engelsbotschaft, Suchende in der Schrift in der gleichen Art und Weise, wie Vater Miller es getan hat. In diesem kleinen Buch, was Views of Prophecies and Prophetic Chronology heißt, gibt Vater Miller diese folgenden einfachen, aber intelligenten und wichtigen Regeln. Und dann tut sie die ersten 5 aufzeigen. So the questioner is inferring Die Frage bezieht sich darauf, that William Miller came to his erroneous views dass William Miller zu seinem fälschlichen Verständnis kam, because he came to these erroneous positions because he was following these rules. Er kam zu dieser falschen Lehre oder Schlussfolgerung, weil er diese Regeln beachtet hat. I would suggest Ich würde vorschlagen, that the reason he comes to these erroneous positions is because he's not following the rules. dass er zu diesen Schlussfolgerungen kommt, weil er die Regeln nicht beachtet. If he had studied his rules carefully, Wenn er seine Regeln vorsichtig studiert hätte, he would not have come to these mistakes that he eventually was led to. dann hätte er die Fehler, die er gemacht hatte, nicht gemacht. So I guess I disagree with the premise of the questioner. Also ich denke, ich tue hier mit dieser Frage sozusagen nicht übereinstimmen. That Miller is not following his own rules. That's why he makes these mistakes. William Miller folgt seinen eigenen Regeln nicht und deswegen macht er diese Fehler. So without going into any detail, I'm just going to leave it there. Ich gehe da jetzt nicht in weitere Details, ich lasse es einfach da, That I disagree with the questioner. dass ich mit dem, der die Frage stellt, nicht übereinstimme. Next question. Nächste Frage. Please explain vows 17 to 21. Bitte erkläre Gelübde 17 bis 21. So as I reviewed the question, Während ich die Fragen betrachtet habe, I think the person actually means vows 17 to 20. ich glaube, die Person meint Gelübde 17 bis 20, Which are the 4 vows that we spoke about at the welches beginning die of our meetings. 4 Gelübde sind, wo wir am Anfang unseres Seminars drüber gesprochen haben. 17, 17, what you eat and drink. das, was du isst und trinkst. 18, 18, how you dress. wie man sich kleidet. 19, 19, what activities you do in your leisure time. was du für Aktivitäten in deiner Freizeit machst. 20, 20, where you live. wo du lebst. So the question is, please explain these vows. Also die Frage ist, bitte erkläre diese Gelübde. Do I break the vows if I eat in exceptional circumstances some of the things that I'm not supposed to eat? Breche ich das Gelübde, wenn ich in gewissen Umständen
Dinge esse, die ich nicht essen soll. The exceptional cases is not a mistake. The person deliberately eats. So diese Umstände, da tut die Person willig essen, was sie nicht essen sollte. It gives an example. If I eat some egg or some cheese, am I going to be into trouble? Es gibt zum Beispiel das Beispiel, dass man Eier oder Käse isst. Gibt es dann Probleme? So I don't know whose question that is. Ich weiß nicht, wem seine Frage das ist. I think the answer that I would have to give is it depends why you eat. Ähm, ich müsste dann die Antwort geben, es kommt darauf an, warum man isst. The purpose of these reform messages, the counsel that we're given, Der Zweck dieser Reformen, diesen Rat, der hier gegeben wird, is to protect our health. ist, um unsere Gesundheit zu schützen. So if the person is eating, Wenn diese Person jetzt isst, without going into any kind of examples, ohne jetzt irgendwelche Beispiele hier zu nennen, they're put into a situation where they can't eat or can't choose the food that they would normally choose, wo sie in einer Situation sich befinden, wo sie das Essen, was sie normal wählen würden, nicht wählen können, I think any reasonable person would say it's not a problem to eat whatever is offered to you Dann- within bounds of reason. da würde ich sagen, eine vernünftige Person würde da kein Problem sehen im Rahmen der Vernunft. The problem is often people choose to eat these animal products Aber oft wählen Leute, dass sie diese tierischen Produkte essen wollen, because of fear. wegen Furcht. They're either scared that a vegan diet will harm them, Sie sind entweder haben Furcht davor, dass eine vegane Diät sie schädigt, or they're scared what people will think about them. oder haben Angst darüber, was Leute über sie denken. So I think it depends upon the motivation of why you eat. Ich glaube, es kommt darauf auf die Motivation an, warum man isst. These vows Diese Gelübde were taken from the spirit of prophecy, wurden von einem Geist der Weissagung genommen and the questioner, und derjenige, der die Frage I'm stellt, not sure if they've read the Spirit of Prophecy Council on these issues, ich weiß nicht, ob derjenige, den Rat vom Geist der Weissagung darüber gelesen hat, but my understanding is Ellen White is quite balanced on this subject. aber mein Verständnis ist, dass Ellen White sehr ausbalanciert ist in dieser Thematik. If you live in a locality or in a situation that you're not able to eat a balanced vegan diet, Wenn man in einer Situation ist oder dort lebt, wo man nicht eine ausbalancierte vegane Diät haben you kann, may need to supplement what you eat with certain animal products. dann muss man eventuell seine Diät mit gewissen tierischen Produkten da aufarbeiten sozusagen. I don't want to get into a subject or a health discussion, Ich möchte jetzt keine Gesundheitsdiskussion hier anregen, but the person mentions egg or cheese. aber die Person tut Eier oder Käse erwähnen. They didn't say rabbit or beef. Die sagen nicht Hase oder Rind. And this is what typically happens when people ask these questions. Und das ist, was typisch passiert, wenn Leute diese Fragen fragen. They typically go to these foods that seem, in the minds of many people, benign, Benign. not very dangerous. Sie gehen oft zu Beispielen oder nehmen Beispiele vom Essen, die die relativ nicht gefährlich für den Menschen oder die relativ harmlos sind. So I'm not sure why people think that eggs are safer than lamb. Ich weiß nicht, warum Leute denken, dass Eier jetzt besser wären als Lamm. Sure what research or science is behind those types of questions. Ich weiß nicht, was da die Wissenschaft hinter solchen Fragen ist. But eggs or dairy products, Aber die Eier oder die Milchprodukte, they're not as safe as we might think that they are. sie sind nicht so sicher, wie wir denken, dass sie sind. On the other hand, Auf der anderen Seite, lamb Lamm may not be as dangerous as we think it is. mag nicht so schlimm sein oder gefährlich, wie wir denken. So I think sometimes when we ask these questions, Also ich denke manchmal, wenn wir diese Fragen fragen, we are basing them upon preconceived ideas or really a lack of scientific knowledge on the subject. dann basieren wir sie auf Vorurteile oder voreingenommene Meinungen und lack of what?
scientific understanding on the subject. ein Fehlen von wissenschaftlichen Beweisen. If you were given the choice Wenn dir eine Wahl gegeben wurde between a lamb steak zwischen, or an omelette once a week, zwischen einem Steak von einem Lamm und einem Omelett, I think many people would think that the omelette is a safer option, dann denke ich, glaube ich, sind die meisten, die sagen würden, dass das Omelett sicherer wäre. and it may not necessarily be so. Und das mag nicht unbedingt so sein. Now, you would not expect me to promote meat eating, Nun, ihr würdet mich nicht erwarten, dass ich hier das Fleischessen unterstütze, which I'm not intending to do, was ich auch nicht tun möchte. but I am suggesting Was ich aber vorschlagen möchte, ist, that eggs are not some superfood that are much safer or better for you than meat. dass Eier nicht so wie ein Superfood-Essen ist und nicht unbedingt so viel besser sind wie Fleisch. So to answer the question simply, I think people should use common sense. Also um die Frage einfach zu beantworten, ist, dass Leute einfach Vernunft benutzen sollen. I think people should research the subject for themselves. Sie sollten die Thematik für sich selbst recherchieren. Scientific research needs to be done carefully. Wissenschaftliche Recherche muss vorsichtig angegangen werden. Some of these industries are very powerful. They have powerful lobbies. Und manche dieser Industrien haben sehr mächtige Lobbys. Ja, danke. So when you see research that suggests that eggs are good for you, Also wenn man jetzt sieht oder Recherchen sieht, dass die aufsagen, dass Eier gut für dich sind or that sugar is good for you, oder dass Zucker für dich gut ist or that a small amount of wine is beneficial, oder dass eine kleine Portion von Wein für dich gut wäre, you need to search who's sponsoring that research. dann müsstet ihr mal gucken, wer diese Recherche sponsert. So all I want to say is we should use common sense, Alles, was ich sagen möchte, ist, dass wir die Vernunft and we benutzen should not sollten think that cheese and eggs are as safe as you might imagine. und wir sollten nicht denken, dass Eier und Käse so sicher und so gut sind, wie wir eventuell denken. Wie ist das mit Männer- und Frauenkleidung zu verstehen laut 5. Mose 22, Vers 5? How do we understand women's and men's clothing based upon Deuteronomy chapter 22, verse 5? So we spoke about Deuteronomy 22. Also wir haben über 5. Mose 22, Vers 5 gesprochen. Again, it's not my purpose to do an exhaustive study on the subject, Wiederum ist es nicht mein Ziel jetzt, ein sehr detailliertes Studium darüber abzuhandeln. but if you go to these passages Aber wenn man zu diesen Versen geht, woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment. For all that do so are an abomination unto the Lord thy God. eine Frau soll keine Männersache auf sich haben und ein Mann soll keine Frauenkleider anziehen, denn jeder, der dies tut, ist dem Herrn, deinem Gott, ein Gräuel. So I want to recognize here Ich möchte hier erkennen, that in the past, dass in der Vergangenheit, society was very sexist. dass die Gesellschaft sehr sexistisch war. And in many ways, that really hasn't changed that much, Und in vielerlei Hinsicht hat es sich nicht sehr viel verändert. except perhaps over the recent years. Es sei denn außer die vergangenen paar Jahre. If we went to Judges chapter 5, Wenn wir jetzt zu Richter Kapitel 5 gehen würden, there's a story that's brought to view there da gibt es eine Geschichte about two people. über zwei Leute. One of them is called Barak, Einer and the von, other one is called Deborah.
Einer von ihnen wird Barak und die andere Deborah genannt. The story begins back in chapter 4. Die Geschichte fängt in Kapitel 4 an. Now, if you were to look at that story, Wenn man diese Geschichte nun betrachten würde, just trying to find the verse. ich versuche einfach nur den Vers zu finden. Remember Deuteronomy 22, verse 5. Erinnert euch an 5. Mose 22, Vers 5. Men are not supposed to dress like women, and women are not supposed to dress like men. Männer sollen sich nicht wie Frauen anziehen und Frauen nicht wie die Männer. We've already established this is not about literal clothing. Wir haben bereits etabliert, dass das nicht um buchstäbliche Kleidung geht. They all wear robes. Sie tun alle Kleider oder Roben so tragen. So what is the issue that Moses is addressing here? Und so ist es auch mit der Thematik hier von Moses. In Judges chapter 4, Richter Kapitel 4. as I said, this is a story about Barak and Deborah. Wie ich bereits gesagt habe, das ist eine Geschichte über Deborah und Barak. Chapter 4, verse 4. Kapitel 4, Vers 4. And Deborah, a prophetess, the wife of Lapidoth, she judged Israel at that time. Und Deborah, eine Prophetin, die Frau Lapitots, richtete Israel zu jener Zeit. This is one of the rare occasions where you have a woman who is ruling or judging Israel and also is a prophet. Das ist einer der wenigen Momente, wo eine Prophetin, eine Frau, Israel richtet oder ja, eine Prophetin ist. Verse 6. Vers 6. If you go to verse 2, Wenn man zu Vers 2 geht, Jabin, the king of Canaan, Der Ja- is persecuting God's people. tut Jabins, der König der Kaniter, das Volk Gottes verfolgen. So you have Jabin, the king, Sisera, his captain, Also- and they're persecuting God's people. Man hat also Jabina, der König der Kananiter, Sisera, und dann hat man die das Volk Gottes in Gefangenschaft nehmen. Deborah is the judge and the prophet. Deborah ist der Richter und die Prophetin. Verse 6. Vers 6. And she called Barak to her, Und sie rief nach Barak and she told him, und sie sagte ihm, Hath not the Lord God of Israel, commanded, saying, Go and draw towards Mount Tabor, and take with thee 10,000 men of the children of Naphtali and of the children of Zebulun. hat nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor, nimm mit dir 10.000 Mann von den Söhnen Naphtalis und von den Söhnen Zebulons. Verse 7. Vers 7. And I will cause, Denn ich will, trying to get his name, Sisera, I will get Sisera, who's the captain of Jabin's army, to come and fight with you, and they will be delivered. denn ich will Sisera, den Heerführer Jabins, mit seinen Streitwegen und mit seinen Heerhaufen zu dir an den Bach Gions ziehen lassen und ihn in deine Hand geben. And Barak said, Und Barak sagt, I'm not going. ich gehe nicht. Verse 8. Vers 8. Barak said unto her, If thou wilt go with me, then I will go. But if thou wilt not go with me, then I will not go. Barak aber sprach zu ihr, wenn du mit mir gehst, so will ich gehen. Gehst du aber nicht mit mir, so gehe ich nicht. So he says, I'll do what you want, but you have to go with me. Er sagt, ich mache, wie du es möchtest, aber du musst mit mir kommen. So there's going to be this joint leadership of a man and a woman who are going to go to war. Da gibt es also diese Leitung, die sich verbunden hat zwischen einem Mann und Frau, die in den Krieg ziehen. And then she says in verse 9 the following interesting words. Und dann sagt sie in Vers 9 die folgenden interessanten Worte. She says, I will go, Sagt, ich will gehen, but you will lose the glory that you could have received. aber du wirst die Ehre, die du hättest haben können, verlieren. It will be a shameful experience. Es wird eine Schande, eine schändliche Erfahrung für dich. Sisera will be taken, Sisera wird genommen but you won't receive the glory for that. oder wird eingenommen, aber du bekommst nicht die Ehre dafür.
it will be given to someone else. Es wird zu jemand anderen gegeben. Verse 9. Vers 9. She said, Sie I will sagt, surely go with thee, notwithstanding the journey that thou takest shall not be for thine honor. da sprach sie, ich will freilich mit dir gehen, aber der Ruhm des Feldzuges, den du unternimmst, wird nicht dir zufallen. For the Lord shall sell Sisera into the hand of a woman. Denn der Herr wird Sisera in die Hand einer Frau verkaufen. And Deborah arose and went with Barak to Kadesh. Und Deborah machte sich auf und zog mit Barak nach Kadesh. So what is she saying? Was sagt sie denn hier? She says, sure, Sagt auf, ja, I okay, will go to war with you, ich gehe in den Krieg mit dir, but if I do, aber wenn ich das tue, you will not take the glory or the fame for winning this battle. Someone else will, and that will be a woman. aber den Ruhm dafür wirst du nicht bekommen, den wird jemand anderes bekommen und derjenige wird eine Frau sein. And if you go through the story, Und wenn man durch die Geschichte hindurchgeht, then you see that there is indeed this woman dann sieht man, dass es da diese Frau gibt, who kills Sisera. die Sisera tötet. Begins around verse 18 Es- onward. Ungefähr in Vers 18. So what happens is Was passiert ist, they win the battle, dass sie die Schlacht gewinnen, but the glory goes to a woman. aber der Ruhm geht zu einer Frau. Now, today we might not think much about that, Heutzutage denkt man nicht viel darüber nach, but in that society, aber in dieser Gesellschaft, it would be a shame. wäre das eine Schande. It would be a shameful thing for a woman to take the glory of a battle from a man. Es wäre die Schande, dass eine Frau den Ruhm einer Schlacht von einem Mann wegnimmt, sozusagen. Women stay at home and men fight. Frauen bleiben daheim und Männer kämpfen. Women don't take the role of men to go and prosecute war against the enemy. Frauen nehmen nicht die Rolle der Männer ein und ziehen in den Krieg. You may think that that's ugly. Ihr mögt denken, dass das sehr blöd aussieht, Without commenting on the ugliness of this, ohne jetzt hier die Unschönheit zu kommentieren. we just want to recognize what's happening. Wir möchten einfach nur erkennen, was hier passiert. So if you go back to Deuteronomy 22, verse 5, Wenn man zurück zu 5. Mose 22, Vers 5 geht, a woman shall not wear that which pertaineth unto a man. eine Frau soll nicht das anziehen, was ein Mann anhat. And if you look at the context Wenn man den Kontext of the betrachtet, original language, von der ursprünglichen Sprache, what pertains to a man? was gehört dem einen Mann? It's not a pair of trousers. Es geht hier nicht um Hosen. It's not a robe. Es ist nicht ein Gewand. What would men have that women don't have? Was haben denn die Männer, was die Frauen nicht haben? War instruments. There are instruments of war, Sie- weapons. Sie haben Instrumente der Waffen. Sie haben Waffen, ja. If you go to Kriegsführung. the word pertaineth, Wenn man zu dem Wort anziehen, glaube ich, ist, it means an implement of war. I don't know which word. He shall, that word, that which pertaineth. Welches deutsches Wort ist? I'm not finding the German corresponding word to it. The woman shall not wear that which pertaineth unto a man. Eine Frau soll keine Männersache auf sich haben und ein Mann, ja, it says to have on her. Yeah, that's what pertaineth means. Okay. Also auf sich haben. So that Oder was Männer betrifft, wäre im Deutschen mehr der Begriff. word in the original means an instrument of war. Also im Ursprung bedeutet das eigentlich ein Kriegsinstrument. Women don't go to war, Frauen gehen nicht zum Krieg oder in die Schlacht. and men Und Männer do not hide at home and maybe sounds ugly, behave like women. Und Männer bleiben nicht daheim und verstecken sich da und es mag jetzt nicht so schön klingen, dass sie sich wie Frauen benehmen. In this context, In diesem Kontext, it would mean a man would be a coward because he did not want to fight. dass ein Mann ein Feigling wäre, weil er nicht kämpfen würde. Sagt dieser Kontext hier.
Women don't fight. Frauen kämpfen nicht. If a man doesn't fight, Und wenn ein Mann nicht kämpft, he would be considered a coward. dann würde er als Feigling angesehen werden. And a woman Und eine Frau should not take his place and go to war instead of him. sollte nicht seinen Platz einnehmen und dann für ihn an seiner Stelle in den Krieg ziehen. That's what Deuteronomy 22 verse 5 is all about. Das ist, worum es im 5. Mose 22, Vers 5 drum geht. In English? How is it about the man's clothing, women's clothing to understand according to Deuteronomy 22 verse 5? Can you do that in English? What? Can you just read it out in English? Yeah. How? Not a literal translation. How do we understand men's and women's clothing according to Deuteronomy 22 verse 5? So you don't go to Deuteronomy 25 to understand what men and women would wear. Also man geht nicht zum 5. Mose 22 Vers 5, um zu verstehen, was Frauen und Männer anziehen sollen. It's not dealing with clothing. Es geht hier nicht um Kleidung. It's dealing with gender roles Es geht hier um die Rollen der Geschlechter. in a society that's run and ruled by men. In einer Gesellschaft, die von den Männern beherrscht wird und ja, However ugly we might consider that. wie auch unschön wir das betrachten mögen. The actual context is about war. Der Kontext hier ist der Krieg. Men should not be cowards, Männer sollten keine Feiglinge and sein women should not go to war because the men will not do what they're supposed to do. und Frauen sollten nicht in den Krieg ziehen, nur weil die Männer nicht das tun, was sie eigentlich tun sollten. I hope that answers that question. Ich hoffe, dass du diese Frage beantworten. Werden die Priester 4-mal gesichtet, 9. November, Raffia, also gleich Raffia, Panium, Sonntagsgesetz und Ende der Gnadenzeit. Will the priest be shaken 4 times, November 9th, which is Raffia, Panium, Sunday law, close of probation? Shaken. That's the German word for shaking, but I think, yeah, probably separated. Whose question is that? Wem seine Frage ist das? Can you tell us what you meant by 4 times? Was Kannst it du- for what? Kannst du uns sagen, was du mal mit 4-mal meintest? Ist es gesichtet oder geerntet? She means harvested. So the question is, So die Frage ist, are the priests harvested 4 times? werden sie 4-mal geerntet? No. Nein, The priests are not harvested 4 times, they're harvested once. die Priester werden nicht 4-mal geerntet, sondern nur einmal. The 144,000, Die 144.000 in the context of the question, im Kontext dieser Frage, they are harvested 4 times. sie werden 4-mal geerntet. So it's just about terminology. Also hier geht es einfach nur, welche Begriffe man benutzt. I'm sure the questioner, Ich bin mir sicher, dass derjenige, der die Frage gestellt hat, maybe not all of us, vielleicht nicht alle von uns, are familiar with the 3 reform lines of the priests, Levites, and Nethinims. sind vertraut mit den 3 Reformlinien, nämlich den Priestern, Leviten und Tempeldiener. So this is the last dispensation of the priests, So, das ist die letzte Dispensation der Priester and then for the Levites and the Nethinims. und dann die Leviten und Tempeldiener. So this would be the harvest Das hier wäre jetzt die Ernte for each one of these 3 groups. für all diese 3 Gruppen. Jede dieser 3 Gruppen. And this would be the latter rain, Und das hier wäre der Spätregen and this would be the former rain. und das wäre der Frühregen. So if we just look at this history here, Und wenn wir einfach nur diese Geschichte hier betrachten, what we're seeing is was wir hier sehen, an experience is happening. ist, dass hier eine Erfahrung vonstatten geht. Things are going on in the world and in the church Dinge passieren in der Kirche, in der Gemeinde und in der Welt, which impact all of these 3 groups. welche eine Auswirkung auf all diese 3 Gruppen haben. It's a singular phenomena, Ist ein einmaliges Phänomen. singular experience. Es ist eine einmalige Erfahrung. So we might say Also wir mögen sagen,
In Germany, In Deutschland something is happening. passiert etwas. And whatever that thing is happening in Germany Und was auch immer in Deutschland passiert, will affect the German priests, Levites, and Nethinims, wird die deutschen Priester, Leviten und Tempeldiener eine Auswirkung darauf, auf sie haben. all at the same time. Und zwar alle zur gleichen Zeit. So I'm going to say singular. Ich sage jetzt, dass es Singular ist. I'm going to say singular event. Ich sage ein einmaliges Ereignis. But I don't want us to misunderstand that just means one thing. Aber ich möchte nicht, dass wir das missverstehen und sagen, dass es nur eine Sache ist. It could be 10 things. Es könnte 10 Sachen sein. But I'm just going to call them a singular issue. Aber ich nenne sie jetzt einfach nur eine singulares, einmaliges Thema We'll change sozusagen. it to issue. Es ist ein einmaliges Thema oder Problem. That singular issue Und dieses is the same issue for all of these three. ist das gleiche Thema für die alle drei. The priests don't get one thing and then the Levites get something else. They're all getting the same test. Die Priester bekommen nicht einen Test und dann die Leviten kriegen einen anderen Test. Es ist jeweils der gleiche Test. There are not 3 tests, there's only one test. Da gibt es keine 3 Tests, es gibt nur einen Test. Now, if we were to do a word search Wenn wir jetzt diese Worte recherchieren würden and I were to ask you, what does rain mean? und wenn ich euch fragen würde, was der Regen bedeutet, What is rain? Symbol of. was ist denn der Regen? Ein Symbol von? Message? Good. Also eine Botschaft? So therefore, this singular issue Also dieses einmalige Thema oder Streitpunkt is a message. ist eine Botschaft. We can conceptualize it that way. Wir können es so verstehen. So the harvest, So die Ernte, we can see, können wir sehen, is just another symbol ist nur ein weiteres Symbol of a message. von einer Botschaft. So here, Also hier a message will come wird eine Botschaft kommen, that will help this plant, the Nethinims, die dieser Pflanze, die Tempeldiener, helfen to wird, go from a seed von einem Samen to immature fruit. zu unreifer Frucht zu gehen. We agree with that? Können wir damit übereinstimmen? A message will do that. Eine Botschaft wird das tun. A testing message, Eine Testbotschaft, some event, also ein Ereignis, some issue in society. also ein Streitpunkt in der Gesellschaft. That same issue, Und dieses gleiche Problem oder Streitfrage, when the Levites are confronted with that thing, wenn die Leviten damit konfrontiert werden, it will bring them from immature fruit to mature fruit. wird sie das von unreifer Frucht zu reifer Frucht bringen. That same issue, Und das gleiche Streitfrage, that same prophetic testing message, diese gleiche prophetische Testbotschaft, when it comes to the priests, wenn es zu den Priestern kommt, what will it do to them? dann tut es was mit ihnen machen. Will it make them grow? Es wird dass sie wachsen? No. Nein. They've already grown enough. Sie haben bereits sie sind genug gewachsen. It will cause them to be cut off Es wird sie dazu verursachen, dass sie abgeschnitten werden from their support system. von ihrem Ernährungssystem sozusagen. The support system is the earth. Und das Unterstützungssystem ist die Erde. Now, when you make statements like that, it just leads from one question to another. Also wenn man solche Aussagen macht, dann ist es einfach nur eine Frage, die dann zur nächsten hinführt. What does it mean to be cut off from earthly support? Was bedeutet es denn, wenn man von irdischen Unterstützung abgeschnitten wird? So without going into that issue, Ohne jetzt in dieses Thema einzutauchen, that's only one part of their experience. das ist nur ein Teil der Erfahrung. Because then they're going to be separated. Denn sie werden auch noch getrennt werden. Some go to heaven Manche gehen in den Himmel and some are destroyed. und manche werden zerstört. So this singular issue, which is a prophetic testing message, Also diese einmalige Thematik, welche eine prophetische Testbotschaft ist, is a singular message here, ist eine einzelne Botschaft, but it's symbolized by rain in these 2 stories, but harvesting in this one. und es wird in diesen 2 Geschichten als Regen dargestellt, aber in dieser Linie wird es als Ernte dargestellt. If you're okay with that. Ich hoffe, dass wir damit übereinstimmen. So come here.
Wir kommen dann hier jetzt Now, hin. at the end of this harvest, So am Ende dieser Ernte, which is Panium, welches Panium ist, the priests don't get taken to heaven. der They don't get taken to Okay. heaven. Sie werden nicht jetzt hier in den Himmel They're entrückt. not laid to rest. Sie werden auch nicht zur Ruhe gelegt. They're still here on earth, Sie sind immer noch hier auf der Erde. still going to work, Sie gehen immer noch zur Arbeit or whatever it is that they do, oder was auch immer es ist, was sie tun. still looking after their children. Sie gucken nach ihren Kindern. Here Hier is the latter rain. ist der Spätregen. So we're going to shift over, Also wir tun da jetzt einfach, ja, go ahead. and here, Also wir gehen dann jetzt hier rüber what will we have? und was haben wir dann hier? A singular issue, Auch wieder ein einmaliges Thema, which is a prophetic testing message welches eine prophetische Testbotschaft ist, that will come to the Nethinims as their latter rain, to the Welche- Levites as their harvest. welches zu den Tempeldienern als der Spätregen kommt und als Ernte zu den Leviten. And whatever you want to call this dispensation, Und was auch immer man diese Dispensation nennen möchte, for the priests, für die Priester, they will experience it as well. dann werden sie es auch erfahren. We'll just call it X1. Und wir nennen es einfach nur X, X1. Because they're alive, they will experience the same thing. Denn sie sind ja noch am Leben. Sie würden das Gleiche hier erfahren. It will mean something different to them. Aber für sie würde es etwas anderes bedeuten. The same when it comes to this one. Genauso, wenn wir hier jetzt zu diesem Punkt kommen. For the Levites, Für die Leviten this will be X1 wird das X1 sein and X2. und X2. So the priests continue to go through these experiences, Also die Priester gehen immer weiter durch diese Erfahrungen hindurch, through these testing messages. durch diese Testbotschaften. It all comes down to nomenclature, how we want to express what's going on. Es kommt eigentlich da einfach auf all das drauf an, wie wir die Dinge ausdrucken möchten, was hier passiert. So the questioner asked, Also der fragt, will the priests go through multiple harvests? werden die Priester durch mehrere Ernten hindurchgehen. So you can see they're going to go through their own harvest. Also man sieht, sie gehen durch ihre eigene Ernte hindurch. And when the questioner asked about multiple harvests, they're going this way. Die Frage ist, gehen sie so praktisch da hindurch? So it might not be technically correct to call this a harvest, so I've called it X1. Technisch gesehen mag es vielleicht nicht ganz korrekt sein, dass es die Ernte genannt wird, also habe ich es X1 genannt. And X1 Und X1 was the same singular issue war das gleiche einmalige Thema, that affected the Levites welches Auswirkungen auf die Leviten as their hatte, harvest. als ihre Ernte. We could have said, Wir hätten auch sagen do können, the priests die Priester go through a harvest gehen durch eine Ernte durch, followed by a latter rain? gefolgt von einem Spätregen. Because you've got a latter rain here. Weil man hat ja hier einen Could have said Spätregen. it that way, but we don't. Wir könnten es auch so sagen, aber das tun wir ja nicht. So when the questioner asked, do they go through 4 harvests? Also die Frage war ja, gehen die hier durch 4 Ernten hindurch? Because there's another one Da gibt es that comes nämlich after einen this, weiterer, der danach kommt, connected with the in 144,000. Verbindung mit den 144.000. At the simplistic level, yes. Auf eine einfache Art und Weise gesagt, ja, But this is the end of the story aber das hier ist das Ende der Geschichte for the priests. für die Priester. So this line has to then be considered in the context of the 144,000. Also diese Linie muss dann im Konzept oder Kontext der 144.000 verstanden werden. And if we went further, Und wenn wir weitergehen würden, this would then be the harvest of the 144,000. dann wäre das die Ernte der 144.000. So people would ask, Also Leute würden dann do the fragen, 144,000 go through 2 harvests, die 144.000 gehen durch 2 Ernten 1 hindurch harvest, oder eine Ernte or 4 oder harvests? 4 Ernten. Harvest is only a parabolic term for message. Die Ernte ist einfach nur ein ein Gleichnisbegriff, danke, der für eine Botschaft. So if I were to ask you, Wenn ich euch fragen würde, has all the testing finished for the 144,000 here? sind die ganzen Tests für die 144.000 hier abgeschlossen? You'd say, of course not. Würde ich sagen, natürlich nicht. They've got to go through more tests. Sie müssen durch mehr Tests hindurchgehen. We would call it 4 tests. Wir würden es 4 Tests nennen.
when you think of it that way, it seems much more benign. Und wenn ihr darüber nachdenkt, dann klingt das viel benign. Harmlos. Ah. Yeah, you got Yep, it? got it. So it's far better to call it four messages than four harvests. Also es ist besser, wenn man sie 4 Botschaften nennt, als 4 Ernten. Because if you say four harvests, it seems confusing. Denn wenn man sagt, dass es 4 Ernten sind, dann kann man die Sache verwirren. Because you can't cut a plant 4 times. Denn man kann ja eine Pflanze nicht 4-mal abschneiden. So there's various ways to think about this. Also da gibt es die unterschiedlichsten oder verschiedenste Art und Weise, wie man darüber nachdenken kann. We can think about it as 4 tests. Wir können darüber nachdenken, als wären es 4 Tests. We could think about it as one continual harvest Wir können darüber nachdenken, dass es eine Ernte ist, die voranschreitet for the 144,000 für die 144.000, as they begin to separate from the world. während sie sich von der Welt trennen. The one that the Bible speaks about Die Ernte, über die die Welt spricht, is this one. ist diese hier. This is the final one that the Bible speaks of. Das ist die letzte Ernte, worüber die Bibel spricht. So you could argue that the harvest began here, Also wir könnten ja sagen, dass die Ernte hier anfängt, but that wouldn't be technically correct. aber das wäre technisch gesehen nicht korrekt. You could argue that the priests go through 4 harvests, which would not be correct. Wir könnten sagen, die Priester gehen durch 4 Ernten hindurch, welches auch technisch nicht korrekt wäre. Neither do 144,000. Und auch nicht die 144.000. I would suggest Ich würde vorschlagen, the safest way to look at it die sicherste Art und Weise, dies zu betrachten, would be that the priests go through one harvest, ist, dass die Priester durch eine Ernte hindurchgehen. the 144,000 go through one harvest, Die this one here, Die 144.000 gehen auch durch eine Ernte hindurch, diese hier. and in the context of the priests, Und im Kontext der Priester, once they've gone through their harvest, während sie durch ihre Ernte oder wenn sie dann durch ihre Ernte hindurchgegangen sind, they go through further tests. dann gehen sie durch weitere Tests noch hindurch. But I think the neatest way to express all of this, Aber ich denke, die schönste Art und Weise, das alles zu erklären, once you get to this waymark, Panium, the end, wenn man zu diesem Ende hier kommt, die Wegmarke Panium, there's no more priests. dass es da keine Priester mehr gibt. The Bible speaks about the term, when I was a child, I behaved like a child, and when I became a man, I put away childish things. Die Bibel spricht darüber, dass wenn ich ein Kind war, benahm ich mich wie ein Kind und als ich dann als ein Erwachsener wurde, habe ich die kindlichen Dinge abgetan. Here's this person, Hier ist diese Person, goes through his life. der geht durch sein Leben so hindurch His life is divided into 2 parts, und sein Leben ist in 2 Teile geteilt, child, Kind adult. und Erwachsensein. When he gets to this waymark here, Und wenn er zu dieser Wegmarke hier kommt and he moves over, und er dann wechselt oder erwachsen wird, all the experiences that he's going through here, die ganze Erfahrung, durch die er hier hindurchgeht, who would be receiving them? wer würde diese denn erhalten? The child or the adult? Das Kind oder der Erwachsene? Adult. Der Erwachsene. But it's the same person. Aber es ist die gleiche Person. So all we've done, Alles, was wir getan haben, this person, diese Person, we've decided to call, let's call it the final generation, lasst uns sie die letzte Generation nennen. the last people. Das letzte Volk. Here, Hier we use the term priests, tun wir einfach den Ausdruck Priester benutzen. and here we tend to use 144,000. Und hier nennen wir sie die 144.000. It's an approximation of what we're trying to do in this line. Es ist ungefähr das, was wir hier versuchen in der Linie zu tun. Once you get to Panium, Und wenn man zu Panium kommt, you can't call us priests anymore. dann können wir uns nicht mehr Priester nennen. We have to have another name, Wir müssen einen anderen Namen haben, which we will call the 144,000. welches wir die 144.000 dann nennen werden. The 144,000 are harvested here. Die 144.000 werden hier geerntet. They've gone through these tests. Sie sind durch diese Tests hindurchgegangen. The reason why this object lesson isn't very accurate, Diese Gleichnislehre ist nicht sehr akkurat, because the 144,000 actually begin back here as well. denn die 144.000 fangen auch schon hier hinten an. I'm hoping that makes sense. Ich hoffe, dies macht Sinn. There are 4
experiences we go through, Da gibt es 4 Erfahrungen, durch die wir hindurchgehen. not as priests, Nicht als Priester, but as 144,000. aber als die 144.000. As priests, we go through one of those experiences. Als Priester gehen wir durch eine dieser Erfahrungen As hindurch. 144,000, we go through 4 of them. Und als die 144.000 gehen wir durch 4 dieser hindurch. 3 of them 3 davon should be called test 1, 2, and 3. sollten Test 1, 2 und 3 genannt werden. Then the final harvest. Und dann die schlussendliche Ernte. This one here, Dieses hier, which you picked up when you wanted to say harvest, wenn man, dass wir hier aufgenommen haben, diesen I Begriff, als called it wir X2. Ernte sagen wollten, dass es X2 ist, It's actually the Sunday law, ist eigentlich ist es das Sonntagsgesetz. because the Sunday law comes before the harvest. Denn das Sonntagsgesetz kommt vor der Ernte. So that test that we go through, which we might call harvest, is actually the Sunday law. Also den Test, den wir eigentlich hier Ernte nennen können, wäre eigentlich das Sonntagsgesetz. And this one that we call X1, Und den hier, den wir X1 genannt haben, this would be called the warning würde die Warnung genannt werden, that the Sunday law is coming. dass das Sonntagsgesetz kommt. So you've got these 4 dispensations. You can call them harvest 1, 2, 3, and 4, but it may not be helpful to see it that way. Man hat also 4 Dispensationen und man kann sie Ernte 1, 2, 3, 4 nennen, aber es wäre vielleicht nicht ganz hilfreich, das so zu tun. Gibt es auf der Zeitlinie auch einen moralischen Test oder ist bis Ende der Gnadenzeit nur prophetischer Art? On our timeline, is there also a moral test, or till the close of probation, is there only tests of prophetic nature? Are the tests only of So prophetic this nature? question comes up repeatedly. Also die Frage kommt immer wiederholt auf. Do we have moral or prophetic tests? Haben wir moralische oder prophetische Tests? If my memory serves me well, Wenn ich mich recht daran erinnern kann, I think I addressed this question in some detail recently ich glaube, ich habe vor kurzem diese Frage detailliert behandelt in a question and answer session in Fiji. in einer Frage- und Antwortstunde in Fidschi. I think this is the first week of December this year. Ich glaube, es ist die erste Woche vom Dezember dieses Jahres. So you can go to December Ihr könnt also zum Dezember gehen, 2019, 2019, Fiji. Fidschi. One of the questions, I think the Australian ministry. Das australische Ministry. It's a question and answer, Es ist Frage- und Antwortstunde. and I addressed this question. Und da habe ich diese Frage adressiert. So was that your question as well? So let me just try to do it quickly because Lass es obviously you mich want hier the kurz answer machen, now. wenn du die Antwort hier haben willst. This tension between these prophetic tests or these moral tests, that's how it's normally framed, Also diese Spannungen zwischen diesem moralischen Test und diesem prophetischen Test, so wird es normal gesagt, I think is misunderstood. denke ich, wird missverstanden. Every test that we confront is a moral test. Jeder Test, vor den wir gestellt werden, ist auch ein moralischer Test. It's all moral, Es ist alles moralisch. everything. Ja, alles. The question is, Die Frage ist, what is the moral test that we're confronted with? was ist denn dieser moralische Test, mit dem wir konfrontiert werden? Now, if you go to inspiration Wenn man zur Eingebung geht, zur Inspiration, and you read that at face value, und man liest das so, wie es steht, it speaks about the Sunday law. da spricht es über das It's Sonntagsgesetz. the 4th commandment. Das ist das 4. Gebot. This is the moral issue. Das ist ein moralisches Thema. So therefore, we know all these tests are moral tests, Deswegen just wissen wir, based upon that principle. basierend auf diesem Prinzip wissen wir einfach, dass jeder Test moralisch ist. So what do we mean when we say it's a prophetic test? Also was meinen wir denn damit, wenn wir sagen, es ist ein prophetischer Test? This issue Dieses Problem probably is not as straightforward as you might think. ist nicht so gerade heraus, wie wir es wohl denken. Now, when you think about a test, Wenn wir über einen Test nachdenken, I'll call it a moral test. dann nenne ich es einen moralischen Test I'm going to call it singular. und ich nenne es hier einzelnen. So this test that we're going to be confronted with Also dieser Test, mit dem wir konfrontiert werden, has to have some properties to it. It has to have a certain nature. muss gewisse Eigenschaften haben, eine gewisse Natur.
Does that make sense? Macht das Sinn? Can't be any kind of a moral test. Es kann nicht einfach nur irgendein moralischer Test sein. So a test, Ein moral Test, test, moralischer Test, is when people approach you, ist, wenn Leute an dich herankommen, you should smile. dann muss man lächeln. That means to be nice. Das bedeutet, dass man nett ist. So moral test. Das ist ein moralischer Test. Is that a good test? Ist es ein guter Test? No. Nein. Why is that not a good test? Warum ist es kein guter Test? Because anyone can smile. Denn jeder kann ja lächeln. You can pay them Man kann sie bezahlen. at the door before they go into the room and say, make sure you smile. Man kann sie bezahlen, bevor sie in die Tür reingehen und sagen, geh sicher, dass du auch lächelst. The Bible says for filthy lucre they do these things. Und die Bibel sagt es, dass sie für Filthy lucre is dirty money. schmutziges Geld tun sie das. So that would not be a good test. Also das wäre kein guter Test. Okay, so another test. Ein weiterer Test, When you pray, wenn man betet, you have to kneel. muss man sich hinknien. Now, that would be a good test Ja, das wäre ein guter Test, because it would show who is humble. denn es würde aufzeigen, wer denn demütig ist. Now, would that be a good test? Wäre das ein guter Test? Why not? Warum nicht? Because half the world don't believe in a God, Denn die halbe Welt glaubt noch nicht mal an einen Gott, so they're not going to bow down to anything anyway. also werden sie sich vor nichts sowieso niederknien. So it's not a good test. Also es ist kein guter Test. So the test has to have some property or nature to it. Also der Test muss irgendwelche Eigenschaften haben. The primary one Das Primäre, is it has to have the ability of scale. das ist die Fähigkeit, zu unterscheiden. It has to have scalability, which means you can shrink it and you can expand it. Man muss es skalieren können, also man muss es verkleinern können und vergrößern können. The smallest scale is what? Die kleinste Ebene One person, ist eine Person. all the way to the extreme, which is what? Bis zu dem ganzen großen Bild sozusagen, welches was ist? One person, what's the other extreme? Eine Person, was ist das andere Extrem? Many or all. Not many. Nicht viele, All. alle. You either have one Also man hat entweder eine or everyone, oder jeden. because everyone is more than many. Denn jeder ist ja mehr wie viele. So it has to have a property that you can scale it up and scale it down. Also man muss eine Eigenschaft haben, wo man es skalieren kann, vergrößern und verkleinern kann. What do we call Wie nennen wir das? What do you need? let's look at it this way. Lasst uns Folgen betrachten. This is the test Das ist der Test for one person, für eine Person. and this is the test Das ist der Test for the whole world. für die ganze Welt. You scaled it up. Also man tut es einfach vergrößern Is it the sozusagen. same test? Ist es der gleiche Test? Yes. A, singular. Singular. It's the same test Ist der gleiche Test. at the small scale and at the big scale. Auf der gleichen Ebene und auf der großen Ebene. What do we call that? Wie nennen wir das? When you have the same thing at a small scale and a big scale, we don't call it scalability. Wenn man das gleiche in einer kleinen Ebene hat, wie man auch in einer großen Ebene hat. What's the word we use? Was ist das Wort, was wir benutzen? Fractals. Fraktale. So it has to have the property of fractals. Also es muss die Eigenschaft der Fraktale haben. So it goes from the individual to the whole world or everyone, Also es geht von einem Einzelnen zu der ganzen Welt. which means Welches bedeutet, it has to be applicable to church people dass es anwendbar auf Gemeindemitglieder sein muss and worldly people. und weltliche Menschen. If it didn't, Und wenn das so nicht wäre, they can't be tested. dann können sie ja nicht getestet werden. So you can see straight away Also kann man gleich sehen, when you start thinking about what the test would be, wenn man darüber nachdenkt, was denn der Test sein würde, that it has to be able to confront
every human being, whatever your belief system is. dass es jeden menschliches Wesen konfrontieren muss, egal was man glaubt. Now, when we say prophetic test, So, wenn wir jetzt sagen prophetischer Test, what do we even mean by that term? was meinen wir denn überhaupt mit diesem Begriff? What does prophetic test mean? Was bedeutet prophetischer Test? I would suggest Ich würde vorschlagen, it actually doesn't mean much. es bedeutet nicht wirklich viel. When you try to explain what it means, people will just find themselves wrapped up in knots. Wenn Leute versuchen, das zu erklären, tun sie sich einfach nur selber verknoten. What I want to suggest Was ich vorschlagen möchte, is what makes a moral test was ein moralischer Test a prophetic test zu einem prophetischen Test macht, is when you get an issue, ist, dass wenn man ein Thema, eine Streitfrage something hat, that is affecting humanity, etwas, das die Menschheit eine Auswirkung hat, this oder is what we called it here, das ist, was wir jetzt hier drüben so genannt haben, the singular issue. dieses singulare Thema, Streitfrage, That singular issue und dieses is this moral test. ist dieser moralische Test. And it becomes a subject that's affecting society. Und dies ist jetzt ein Thema, das die ganze Gesellschaft betrifft. Not just an individual, not just a community, not just a country, the whole world. Nicht nur einen Individuellen oder eine Gesellschaft, ein Land, sondern die ganze Welt. So what makes this moral test prophetic Also was diesen moralischen Test prophetisch machen lässt, is that there comes a time period, ist, dass es da eine Zeitperiode kommt. we'll draw it this way, Wir werden es folgend we'll malen. call it a dispensation. Und wir nennen es eine Dispensation. A dispensation comes Und eine Dispensation kommt, when what is occurring? wenn was aufkommt. A Eine, moral test. ein moralischer Test. A moral test confronts not you, Ein moralischer Test not this group, tut nicht dich oder diese Gruppe but konfrontieren, society. sondern die Gesellschaft. Society. Gesellschaft. Everyone. Jeden. That's what makes it prophetic. Das ist, was es prophetisch macht. Wasn't an issue before. Es war nicht vorher ein Thema It may not be an issue in the future, but it's an issue right now. und es mag auch nicht ein Thema in der Zukunft sein, aber es ist jetzt eine Streitfrage jetzt. Somehow or another, Wie auch this became a problem wie auch immer, das wurde zu einem Problem, that's confronting the whole of the world. das die ganze Welt konfrontiert. It's a moral test, Ist ein moralischer Test, but it has to have certain properties to it. aber da müsste es gewisse Eigenschaften haben. So all you need to do Also alles, was man tun muss, is get whatever test you want, ist das, was für auch ein Test man immer möchte, and you apply it here and see if it works. und man tut es hier anwenden und schauen, ob das so funktioniert. Now, this is a simple overview of a complex question. Also das ist eine einfache Übersicht über eine komplexe Frage. Now, if we were to go to the New Testament, Wenn wir jetzt zum Neuen Testament gehen würden or we would just go and look what society is doing, und wir gehen einfach hin und schauen, was die Gesellschaft the tut, moral test that's confronting us today, der moralische Test, der uns heute konfrontiert, in a generic term, in einem allgemeinen Begriff, is how do you treat people? ist, wie tut man Leute behandeln. Go back to the New Testament, to the Gospels, and you see that's what the test was that confronted Israel. Geht zurück zu den 4 Evangelien und schaut, was im Neuen Testament der Test war. Wir sehen, dass es dieser Test war. But it's not just a generic, how do you treat people? Es geht hier aber nicht einfach nur darum, ein allgemeiner Test, wie man Leute behandelt. How do Pharisees treat publicans? Wie tun die Pharisäer den Zöllner behandeln? How do men treat women? Wie tun Männer die Frauen behandeln? How does Israel view the world? Wie tut Israel die Welt betrachten? It's all about how you treat people. Es geht darum, wie man Menschen behandelt. But it's not treating people in a generic sense. Aber es geht nicht darum, wie man sie allgemein behandelt, It becomes a specific issue. sondern es wird hier ein spezielles Thema. And in our dispensation, In unserer Dispensation you know, weiß man, it's race es ist die Rasse and gender. und das Geschlecht. We could say race Wir könnten Rasse is nationalism ist auch Nationalismus and gender is sexism. und der Geschlecht, das wäre Sexismus.
These have become issues Dies werden Thematiken, that are confronting the world in a way that they never have. die die Welt jetzt in einer Art und Weise konfrontieren, wie das vorher noch nie war. 3 years ago, Vor 3 Jahren, there was a competition da gab es einen Wettbewerb between whom? zwischen wem? 2 people. Zwischen 2 Leuten. First time that competition has ever happened. Es war das erste Mal, dass es so einen Wettbewerb gab. What was that competition? Wa- A man and a woman Ein Mann und eine Frau were competing to see who would be the most powerful person on this planet. haben dafür gekämpft, um zu gucken, wer die mächtigste Person auf dieser Welt ist. It's never happened before. Es hat noch nie vorher ist das passiert. It's a moral issue Es ist ein moralisches Thema, that confronted society in a way that it never had before. das die Gesellschaft konfrontiert hat, wie es noch nie zuvor das getan hat. 100 years ago, 100 Jahre zuvor that test wasn't there. war dieser Test, gab es Women nicht. weren't even allowed to vote, Frauen durften ja noch nicht mal wählen. let alone be politicians. Und Politiker, Just before that, sie durften auch keine Politiker sein. Und zuvor, there was another test. da gab es einen weiteren Test. First time that test had ever happened. Und das erste Mal, dass dieser Test überhaupt mal aufgekommen ist. A white man Ein weißer Mann and a black man. und ein schwarzer Mann. The issue of racism. Die Thematik des Rassismus. So we're being confronted Wir werden damit konfrontiert with moral issues mit moralischen Themen, that have come of age, Themen, die eigentlich ziemlich alt sind that are confronting society in a way that they never have before. und die die Gesellschaft jetzt konfrontieren in einer Art und Weise, wie sie es nie zuvor getan And haben. therefore this moral test Und deswegen dieser moralische Test becomes prophetic. wird jetzt prophetisch. It's not some abstract test Es ist kein abstrakter Test, that's only applicable to a few people. der einfach nur auf ein paar Leute angewandt wird oder für Becomes a sie gilt. big moral societal issue. Es wird ein großer Streitpunkt in der Gesellschaft. How do conservative evangelical Christians Wie tun die konservativen evangelikalen Christen treat people Leute behandeln, who don't believe the same things that they believe? die nicht das Gleiche glauben, wie sie es glauben? If you owned a hotel or a restaurant Wenn du ein or a Hot- business, Wenn du ein Hotel, ein Restaurant, ein Geschäft hast you have a restaurant, und man hat ein Restaurant, would you put a poster on your window würdest du ein Plakat an dein Fenster machen, and said no, anbringen und darauf wird gestanden, kein, and you fill the gap in? und ihr tut das hier ausfüllen dann? Would you think that's right? Würdet ihr denken, dass das richtig wäre? Many people think it's correct. Viele Leute denken, dass das korrekt And ist. the reason they think it's correct Und der Grund ist, warum sie denken, dass es korrekt is because the ist, Bible says ist, weil die Bibel sagt, those people's lifestyles are an abomination. ist, dass dieser Lebensstil dieser Person ein Gräuel ist. So we take our view of what's right and wrong Also nehmen wir unsere Ansichten von was richtig und falsch ist, from some belief system. von irgendeinem Glaubenssystem. The one I'm suggesting here is from the Bible. Das hier, was ich vorschlage, ist der von der Bibel. And we say, Und wir sagen, we don't want to defile our chairs, our tables, our cutlery, our plates. wir möchten nicht unseren Stuhl, unseren Tisch, unsere Geschirr beschmutzen, verunreinigen. We don't want to support these people. Wir möchten diese Leute nicht unterstützen. This has become a major issue, Und das ist ein großes Thema geworden. whether it's black people, women, or homosexuals. Ob es Schwarze sind, ob es Frauen sind oder Homosexuelle. People who don't like the Jewish nation. Oder Leute, wo die jüdische Nation nicht mögen. So these are moral issues Also dies sind moralische Dinge, which have suddenly become prophetic Themen, die auf einmal prophetisch wurden. because they'd been dealt with in society today. Denn heute geht man in der Gesellschaft mit diesen um. This is what the test is that the questioner asked about. Das ist dieser Test, worüber die Frage ging. They don't go from moral to prophetic. Sie gehen nicht von prophetisch zu
vom Moralischen zum or Prophetischen from prophetic to moral. oder vom Poetischen zum Moralischen. They're all moral tests. Sie sind eigentlich alle moralische They Tests. have the nature of being prophetic Sie haben die Natur, dass sie prophetisch sind, because they're being fulfilled in our history. denn sie werden in unserer Zeit erfüllt. And it has to have this property. Und es muss diese Eigenschaft haben, For a test to go worldwide, dass ein Test weltweit werden wird. has to affect everyone. Es muss an jeden herangehen. We had race and gender. Wir hatten die Rasse und das Geschlecht. Could have put religion here. Wir hätten auch Religion hier hinmachen können. You go and see how people are behaving across the world. Und geht und schaut, wie die Leute in der Welt sich benehmen. Whether it's Brazil, Ob es Brasilien ist, the Middle East, der Mittlere Osten, India, Indien, the United die States, Vereinigten Staaten, country after country ein Land nach dem anderen, is viewing people within that society in a way that is morally wrong. die Leute in diesem Land fangen an, die Leute fangen in diesem Land diese Leute an zu betrachten in einer Art, wie sie moralisch falsch ist. And they're based upon people's religion, Und das- people's gender, or people's color, Und dies basiert auf der Religion von den Leuten, ihrem Geschlecht oder ihrer Rasse or their nationality. oder ihrer Nationalität. This has become a huge issue in the world. Und es ist ein großes Thema, Streitfrage in der Welt geworden. It's only going to get worse. Und es wird nur schlimmer werden. That's what the prophetic testing message that is confronting this movement and the world. Und das ist diese prophetische Testbotschaft, die jetzt diese Bewegung konfrontiert, aber auch die Welt. It's not some abstract issue Es ist kein abstraktes Thema, that we might call some prophetic subject, welches wir einfach nur ein prophetisches Thema nennen. which is why Warum? every single test Jeder Test is a moral test. ist ein moralischer Test. What we see in 2014, Und was wir in 2014 sehen, and you go even before 14, und wir können vor 2014 sogar zurückgehen, is when people with a certain persuasion ist Menschen, die mit einer gewissen Überzeugung, want to promote their view at the expense of other people's views. sie möchten in ihre Überzeugung durchdrücken auf Kosten von jemand anderen ihre Überzeugungen. They want their agenda. Sie möchten ihre Agenda. This is in the context of that question, Das ist im Kontext dieser Frage white evangelical right-wing Christians in the United States weiße, evangelikale, rechtsflügliche Christen, who want to promote someone to the presidency wenn sie jemanden für die Präsidentenschaft bevorzugen, who will defend and promote their worldview. der dann ihr Weltbild vertritt. America Amerika for Americans. für die Amerikaner. Everyone else should be excluded. Jeder sollte da außen vor sein. And everyone else tends to be Und jeder andere neigt dazu, this issue. bezieht sich auf dieses Thema. People who don't look like you. Leute, die nicht ausschauen wie du. They want to keep women in their place. Sie möchten, dass sie möchten die Frauen auf ihren Platz verweisen. You see, at every waymark, this issue comes up in some shape or form. An jeder Wegmarke kommt dieses Thema irgendwie auf. It's a church-state relationship that we're seeing. Es ist eine Verbindung von Kirche und Staat, die wir hier sehen. We could call it the image of the beast. Wir können es das Bild des Tieres nennen. We call it a moral test. Wir können es einen moralischen Test It becomes lesen. prophetic Und es wird prophetisch, because it's affecting society. weil es die ganze Gesellschaft betrifft. So I hope that answers that question. Ich hoffe, dass es diese Frage beantwortet. We addressed it in Fiji, In Fidschi haben wir es auch adressiert, December 2019, im Dezember 2019, in the question and answer session. in der Frage- und Antwortstunde. Had 2 questions left, but we've run out of time. Wir haben noch 2 Fragen, aber wir haben keine Zeit mehr. Let's pray. Lasst uns beten. Heavenly Father, we thank you for your goodness and mercy.
Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Güte. We ask, Lord, that you would guide and direct us, Herr, wir bitten dich, dass du uns leiten wirst, that you would help us, Father, dass du uns helfen wirst, as we come to the closing part of our camp meeting, während wir zu dem Schlussteil unseres Seminars kommen. already halfway through. Wir sind bereits schon den halben Weg We hindurch. ask that you would bless, guide, and direct us. Wir bitten dich, dass du uns segnen wirst und leiten wirst. Help us to gather up all the light and truth that you have prepared for us. Helf uns, das ganze Licht, das du für uns vorbereitet hast, dass wir das aufsammeln. Give us rest this evening, we pray in Jesus' name. Gib uns Ruhe heute Abend, das beten wir. Amen. In Jesu Namen. Amen.